Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Es ist 13 Uhr und ein paar Minuten, 13:08 Uhr in Kalifornien, hier in Irvine. Wir haben natürlich wieder frisch gepresste Themen für euch. Es gibt Meilenthemen natürlich noch und nöcher. Es gibt von Herzen eine Aktion, es gibt von der Welt am Sonntag eine Aktion, es gibt von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung etwas. Ich denke mal, das ist die FAS, der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Ich denke mal, dass das ist. Da gibt es mehrfach mein Avis Herz, hatte ich euch schon genannt. Also da gibt es Themen und man sagt ja auch, ab kommenden Monat wird alles besser. Macht aber Folgendes, bevor ihr meinen warmen Worten lauscht zum Thema Meilenschnäppchen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommt aufs Cool. Ja, kommentiert. Also können wir alles rund um die Meilen besprechen. Ja, die Miles & More Webseite als solches wird ja überarbeitet, also im Bereich Meilenschnäppchen, die wird dann im neuen Glanz erstrahlen, wie das so schön heißt, die neue Buchungsplattform. Und es werden halt technische Neuerungen eingeführt vom 2. Juni 6 Uhr bis zum 3. Juni 12 Uhr. Das heißt also, ihr könnt heute noch und morgen noch, nee, heute ist ja der erste. Nein, ist ja vorausgezeichnet, wir brauchen wir keinen Spaß machen. Also heute am Sonntag könnt ihr dann noch buchen und die alten Meilenwerte nehmen. Aber im gesamten Juni wird es halt aufgrund der technischen Umstellung bei den ganzen Fluggesellschaften, Brussels, LOT, Lufthansa natürlich, Austrian, aber Swiss, keine Meilenschnäppchen geben. Und dann sollte es dann wieder ab Juli gewohnt unter meilenschnäppchen.de Vollgas geben. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Sachen euch nennen. Wichtig ist natürlich, dass ihr dort natürlich jetzt noch die Meilen retten solltet. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen mal gucken, wie die Meilenschnäppchen werden. In Lufthansa-Sprech heißt es wird besser. Es wird alles viel besser, neuer Glanz und so weiter. Aber wenn wir ehrlich sind, es ist natürlich eine Meilenentwertung. Die Flüge werden teurer. Das gibt es natürlich ganz offensichtlich. Da können wir das auch nicht schönreden. Aber wir können natürlich sagen, vielleicht ist es dann Offset wert. Heißt also, dass man dort die erhöhten Preise gerne zahlt, wenn man jetzt zumindest Verfügbarkeiten findet, weil wir hatten ja immer das Thema bei den Meilenschnäppchen oder bei anderen Flügen, ich finde keine Verfügbarkeiten und wenn man kein Hon war, hatte man natürlich das Problem, dass man damit dann natürlich auch keine Flüge und Meilen bekommen konnte oder Flüge mit Meilen bekommen konnte, ist vielleicht eine Verbesserung. Lasst uns auf die Meilen-Highlights eingehen, die wird es weiterhin natürlich auch in gewohnter Form geben. Und das erste Meilen-Highlight, Mylight ist es ja nicht, weil es ja Juni-Light, wenn es überhaupt wäre, schlechter Wortwitz. Da gibt es bei Avis 8.000 Punkte. Ihr könnt 8.000 Punkte bekommen im gesamten Juni, wenn ihr den Mietwagen bucht. Der Buchungszeitraum ist der 1.6. bis zum 30.6., aber der Reisezeitraum geht sogar vom 1.6. bis zum 31. August. Heißt also, da habt ihr wesentlich mehr Spaß. Ich bin mal gespannt, wie ihr die Meilen bekommt. Da gibt es mehr Informationen. Hier ist also leider nicht gesagt. Bei Herz ist es so, da gibt es nämlich auch 15 Meilen pro Umsatz mit Herz. Heißt also, egal was ihr macht, ob ihr wie ich hier in Los Angeles seid und dann Los Angeles Trip macht oder dann so einen Road Trip macht, wie ich das eher mache, weil ich ja halt hier durch Südkalifornien und dann auch teilweise Arizona und noch weiter fahre. Eine Road-Trip macht, kann bis zum 31.07. buchen und bekommt 15 Meilen pro Euro Umsatz on top. Und ihr bekommt natürlich noch auch 20% Nachlass auf die Buchung bei den Meilen, wenn ihr die mit Meilen kauft. Buchungszeitraum ist der 1.6. bis zum 31.07. Reisezeitraum ist der 1.6. bis zum 31.10. sogar. Also ihr könnt weit im Voraus buchen. Wer die 15.000 Meilen mitnehmen möchte mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und das digitale Abo sammeln möchte, der erhält natürlich dort die Sonntagszeitung inklusive FATS Plus für 12 Monate zum Preis von 358,80 € und zusätzlich 25.000 Meilen sogar. Die digitale Ausgabe ist im 12-Monats-Abo für 309,60 € erhältlich und inklusive FAZ Plus und mit 25.000 Meilen, wobei das ja mehr ist als die versprochenen 15.000 Meilen der Überschrift. Ja, okay, kann man natürlich positiv sich überraschen lassen, besser als andersrum. Und ich hatte euch noch versprochen, Welt am Sonntag, 11.500 Meilen sammeln. Ihr könnt den 6-Monats-Abo mit der Welt am Sonntag machen, Frühausgabe am Samstag für 149,94 €,
Da bekommt ihr 11.500 Meilen. Aktionszeitraum ist der 1.6. bis zum 31.6. Die Aktion von der Frankfurter Zeitung war übrigens vom 1.6. bis zum 31.7. Ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe. Wer Meilen sparen möchte beim Meilen einlösen, der kann bis zu 25% Meilenersparnis machen mit den Transaktionen mit Miles Pay im Ausland. Heißt also, von Mai bis August profitieren ihr, wenn ihr eine Miles Kreditkarte habt, mit bis zu 25% Meilenersparnis beim Meileneinlösen über Miles Pay im Ausland. Beträge können sowohl anteilig als auch vollständig mit Meilen bezahlt werden und mit der Miles Kreditkarte gleich neue Meilen gesammelt werden. Außer gibt es bei der Erstregistrierung bei Miles Pay nochmal 500 Meilen on top. Die Aktion kommt euch sicherlich bekannt vor, ja, weil die gibt es ja schon seit dem 1. Mai und die läuft noch bis zum 31.8. Wer auf einen Community Award mitfliegen möchte, der hat jetzt die Möglichkeit, da mit Düsseldorf-Palma zu fliegen mit dem Community Award nach Mallorca, ja, Palma de Mallorca. Im Juli geht der Community Award in die nächste Runde. Vom 13.7. bis zum 20.7. geht es mit der Eurowings von Düsseldorf nach Palma. Hinflug am 13.7., Rückflug am 20. Die Basic Fare ist One-Way 9.000 Meilen. Die Returnflüge sind dann natürlich nur 18.000. Die Smart Fare sind 14.000 und Returnflug sind 28.000 Meilen. Wie immer erwartet die Passagiere ein exklusives Catering, besondere Events sowie Möglichkeit zum direkten Austausch mit dem Management von Miles & More und natürlich Eurowings. Und ich denke mal, dass dort Jens Bischof natürlich auch zur Verfügung steht und vielleicht sogar auch mitfliegt. Ich würde mich da nicht wundern, wenn das so passiert. Also so ein Community Award ist doch durchaus immer wieder ein Erlebnis, was man mitnehmen kann. Wer nochmal Geld mitnehmen möchte beim Online-Shopping, der kann bei Westend zum Beispiel, ist das Westend? Nein, Westend? Nein, nicht Westend. Das Bild ist nur von Westend. Okay. 40 Meilen pro Euro Umsatz sammeln bei ausgewählten Shops. Im Juni gibt es mehr Meilen. Miles & More Teilnehmer erhalten in dem Shop des Monats Shark 15 Meilen pro Euro Umsatz und 40 Meilen bei NordVPN pro Euro Umsatz. Und Avira gibt auch nochmal 40 Meilen pro Euro Umsatz. Im Mai gibt es bei Pure, also PYUR, nochmal 20.000 Meilen, maximal 20.000 Meilen bei MyAuto, 15.000 Meilen bei O2, 1.500 Meilen für Jahresabo bei der Bild, vom Bild Plus und 10 Meilen pro Euro bei Kernenergie, Barbock, COS, Weinfreunde und Burka. Aktionszeitraum ist hier natürlich der 1.6. bis zum 30.06.2025. Wer auf der Suche nach einem Koffer ist, sollte bei Lufthansa vorbeischauen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde die Aluminiumkoffer geil. Wie heißt das? Polycarbonat. Ist das Polycarbonat? Ich glaube, das ist Polycarbonat. Dass diese Koffer, ich nehme halt Aluminiumkoffer, muss ich ehrlicherweise sagen. Die bekommen jetzt auch mit der Möglichkeit, mal Geld zu sparen. Ist das so? Und zwar mit Lufthansa Live Collection. Das sind die Poly-Koffer. Beim Kauf von mindestens 2 Artikeln aus der Lufthansa Live Collection gibt es 20% Nachlass auf Meilen und Cash mit Code 2XLive20 Cash-Rabattierung oder 2XLive20M Meilenrabattierung. Also das heißt, ihr könnt Koffer kaufen mit Rabatt und trotzdem Punkte sammeln. Denkt dran, ihr kriegt ja mehr Punkte, wenn ihr mit der Miles & More Kreditkarte bezahlt und aber auch eure Nummer angibt. Dann gibt es ja auch Punkte dafür mehr als ein. Heißt also Aktionszeitraum 1.6. bis 30.6. Und damit sind wir am Ende. Die Meilenschnäppchen waren erwartenderweise nicht dabei. Aber ansonsten sind ja einige Angebote dabei. Ihr könnt ja wie immer unten kommentieren, was ihr von den Angeboten haltet, wie ihr sie findet. Und natürlich ganz, ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen und ist cool. Also, danke, dass ihr heute dabei wart. Und bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Ciao, ciao. Das war halt wieder eine kurze Sendung. Aber hey, trotzdem frisch gepresste News. Also bis dann. Ciao.